Was passiert eigentlich, wenn du in Dubai stirbst? Brauchst du ein Testament? Wenn ja, was passiert? Was für ein Testament brauchst du? Greift dann die Scharia und du verlierst alles, was du hast? Das klären wir in diesem Video. Willkommen auf Startup-Hilfe Dubai. Ich bin Karim und heute mit einem wirklich sehr, sehr wichtigen Thema. Wer uns noch nicht kennt, wir sind Startup-Hilfe Dubai. Wir unterstützen Auswanderer bei der Auswanderung hier nach Dubai. Und uns ist aber wirklich immer wichtig, euch auch die Kultur beizubringen, auch wirklich so Insiderwissen beizubringen. Und deswegen behandeln wir halt auch so Themen, die vielleicht, ich sag mal, nicht typisch Dubai-like sind, wo es jetzt nicht nur um Bling Bling geht, sondern auch wirklich um ganz rationale Themen. Und heute ein Thema, das mega wichtig ist, nämlich das Thema Testament. Was passiert, wenn ihr hier stirbt? Natürlich ein wunderbares Thema zum Neujahr. Insofern haben wir uns gedacht, wir beginnen mit etwas Informativen. Ja, weil es gibt gerade bei dem Thema echt wichtige Sachen zu beachten. Es gibt auch jetzt ein neues Gesetz diesbezüglich. Für Nichtmuslime und Muslime greift die Scharia, wie auch immer. Es ist aber wirklich essentiell, ein Testament zu haben, einfach um sicher zu sein, dass ihr, ich sag mal, den Nachlass so organisiert, wie ihr ihn gerne haben wollt. Ja, im Übrigen schreiben wir Testamente, unsere Anwältin, die das Ganze hier übrigens auch geskriptet hat für mich, ja, damit ich hier bloß nichts falsch mache. Wir schreiben Testamente und reichen die ein und so weiter und so fort. Also das vielleicht auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Aber lasst uns anfangen. Warum ist ein Testament in den VAE so wichtig? Im Prinzip ganz einfach, hier herrschen nun mal andere Gesetze als in Deutschland. Wie ich schon gesagt habe, oder in Österreich oder wo auch immer, wie ich schon gesagt habe, hier greift sonst die Scharia ein. Und ich will darauf jetzt gar nicht so stark eingehen, aber bei Muslimen ist es so, dass die Scharia hier automatisch eingreift. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht auf die einzelnen Details eingehen, wie dann so die Verteilung ist bei Söhnen, Töchter, Ehefrau, Brüder, wie auch immer. Das wäre jetzt einfach zu kompliziert und zu detailliert, aber dazu könnt ihr gerne mit uns einen Termin buchen. Aber beispielsweise für Nichtmuslime greifen dann oftmals die Heimatgesetze. Und das führt ganz oft zu Verwirrung. Warum? Dazu gehe ich gleich nochmal genauer ein und bringe euch auch nochmal ein Beispiel dazu. Ja, außerdem, wie gesagt, ein Testament ist mega wichtig, um einfach die Vermögenswerte beispielsweise so zu verteilen, wie ihr sie gerne haben wollt. Dann, dass die Familie natürlich abgesichert ist und vielleicht nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Gott bewahre, wenn jetzt beide Elternteile sterben und ihr habt beispielsweise Kinder hier in diesem Land, was passiert eigentlich mit den Kindern? Ja, also auch ganz, ganz wichtiges Thema. Ich sag mal, Sorgerechtsberechtigte anzugeben im Testament, um in diesem Fall wirklich abgesichert zu sein. Und ich will euch hierzu mal ein reelles Beispiel geben. Ja. Es gab einen Klienten, beziehungsweise Klientin, die genau dieses Problem hatte, dass der Ehemann leider verstorben ist. Es gab kein Testament, was hier in den VAE rechtskräftig angelegt wurde im System. Und das Problem war dann einfach, dass es teilweise Wochen, Monate dauern kann, bis das Ganze überschrieben wird, bis das Ganze überhaupt anerkannt wird. Die liebe Klientin in Abu Dhabi hat wirklich Monate gewartet. Ich meine, ihr müsst euch einfach nur vorstellen, ihr seid eh schon in einer ganz traurigen Situation, müsst euch da mit diesem ganzen Papierkram umherschlagen. Und deswegen ist einfach ein Testament so unglaublich wichtig. Genau, um nochmal das Thema anzusprechen, die Unterschiede zwischen Muslime und Nichtmuslime bezüglich des Testaments. Wie schon gesagt, bei Muslimen greift die Scharia ein. In der Scharia gibt es ganz klar definierte, ich sag mal, Sätze, Prozentsätze, wer wie viel bekommt. Ja? Bei Nichtmuslimen
die ein Testament haben, sieht das Ganze anders aus. Sie können oder du kannst frei entscheiden, wie viel jeder bekommt. Ja, das Ganze wurde auch nochmal abgedatet mit einem neuen Gesetz 2022, ja, was so die, ich sag mal, die Nicht-Muslime stärkt, ja, gerade bezüglich des Testamentes, um einfach noch mehr Freiheit und Flexibilität zu gewährleisten. Genauso können beispielsweise Ehepartner gemeinsames Eigentum behalten, ohne dass das irgendwie aufgeteilt werden muss. Und, was vielleicht auch nochmal ganz interessant ist, internationale Vermögenswerte können sozusagen auch nochmal eingebaut werden. Beispiel hierzu von unserer Anwältin. Wir haben beispielsweise Klienten, die ein Testament haben in Deutschland, ja, dort Vermögenswerte haben, dann aber auch hier Vermögenswerte haben. Und ihr könnt sozusagen dann auch mit dem Testament hier das Testament in Deutschland einbauen. Oder anders gesagt, das Testament hier implementiert bzw. komplementiert das Testament in Deutschland, sodass ihr beispielsweise jetzt nicht irgendwie das ganze Testament in Deutschland hier in Dubai irgendwie nochmal übersetzen müsst bzw. geltend machen müsst. Es reicht, wenn ihr hier ein Testament habt, was sozusagen der Rest der Vermögenswerte hier regelt. Ja, ansonsten gibt es auch nochmal unterschiedlichste Arten von Testamenten in den VAE, vielleicht auch nochmal ganz interessant zu hören. Es gibt einmal das DIFC-Testament, was, ich sag mal, wirklich geeignet ist für Nicht-Muslime. Man muss aber dazu sagen, dass dieses Testament vor allen Dingen Vermögenswerte in Dubai und Ras Al Khaimah klären. Dann gibt es sogenannte lokale Testamente, die beispielsweise in Abu Dhabi gelten und eingereicht werden. Dann gibt es sogenannte individuelle Testamente. Ja? Das ist so klassisch, wenn ihr beispielsweise Vermögenswerte in sonst wo außerhalb des Landes habt, um das Ganze, wie bereits schon gesagt, zu komplementieren. Ansonsten vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, die Gebühren solcher Testamente variieren. Also zum einen natürlich erheben Anwaltskanzleien Gebühren, so wie wir beispielsweise, je nach Größe des Testaments. Ne? Das Testament muss ja geschrieben werden, muss beglaubigt werden, muss eingereicht werden. Das heißt, es gibt dann nochmal extra Gebühren bei den jeweiligen Instanzen. Die Instanzen, die ich vorher schon erwähnt habe. Aber wie gesagt, ihr könnt dazu gerne mit uns ein kostenloses Erstgespräch buchen und dann können wir uns auch darüber unterhalten. Genau, ansonsten will ich noch eine Sache highlighten bei dem neuen Gesetz für Nicht-Muslime. Wie gesagt, ihr seid halt flexibler, ja, ihr könnt das so regeln, wie ihr wollt. Und wie ich auch schon gesagt habe, was echt mega wichtig ist, zu regeln, weil dieser Punkt oft übersehen wird, wer hat das Sorgerecht nach Versterben oder nach Tod der Eltern? Ja, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, der mit eingebaut werden muss. Ja, ansonsten die häufigsten Fehler bei so einem Testament, sage ich mal, ist, entweder wird das Testament gar nicht gemacht oder es wird falsch angelegt, es wird falsch registriert oder keine Updates. Ne? Der Klassiker, man macht irgendein Testament vor 5 Jahren, vor 10 Jahren. Natürlich, das ist so ein Thema, was man nicht gerne machen will und vergisst dann einfach Updates mit einzubauen. Also, so viel erstmal dazu. Ich will das Video extra kurz halten. Mir war es einfach mal wichtig, einmal über das Thema gesprochen zu haben, das Thema Testament, weil viele nicht darüber nachdenken. Alle kommen her wegen Bling Bling und Reichtum und Geld verdienen, aber keiner denkt darüber nach. Und deswegen kommen wir ins Spiel. Wir betreuen euch wirklich individuell. Wir haben für alles eine Lösung oder finden eine Lösung. Wir sind eine One-Stop-Solution, vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Ich will jetzt hier auch nicht zu sehr auf die Werbetrommel trommeln, sagt man das so? Ich will jetzt auch nicht zu viel Werbung machen in eigener Sache, aber wie gesagt, das Thema ist einfach mega wichtig. Und spricht einfach mit uns. Wir finden definitiv eine Lösung. Genau, so viel zum Thema Testament. Ich hoffe, ich habe die wichtigsten Punkte geklärt. Ansonsten kommentiert gerne mal, wenn ich irgendwas Wichtiges vergessen habe. Und abonniert gerne diesen Kanal. Wir würden uns mega freuen. Ihr könnt uns auch gerne auf Instagram folgen. Da zeigen wir dann auch immer mal so Up-to-Dates. Und
ansonsten, was ich auch nochmal sagen will in eigener Sache, wir haben am 19. Januar ein kostenloses Dubai-Webinar. Ja, wir sprechen über Kultur, über die wichtigsten Sachen, wenn ihr auswandern wollt hier nach Dubai. Und ihr könnt dann auch Fragen stellen. Es gibt eine Q&A-Session. Genau, so viel erstmal dazu. Wie gesagt, wenn ihr auswandern wollt, wenn ihr Fragen dazu haben wollt oder habt, gerne ein kostenloses Erstgespräch buchen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, liebe Freunde, nochmal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Karim.